Manchmal ist das Schönste am Leben nicht das Neue, sondern das Vertraute. Die kleinen Dinge, die wiederkehren und Halt geben. Genau darum geht's in diesem Video. Ich habe euch einfach mal wieder mitgenommen an einem ganz normalen Freitag und Samstag bei uns. Zwischen Ehrenamt, kleinen Besorgungen, ein bisschen Wochenmarkt, Kochen und dem ganz normalen Familien- und Haushaltsalltag. 2 Tage, die eigentlich nicht besonders wirken, aber genau das sind, was mich erdet und mir hilft, bei mir selber zu bleiben. Also, wenn ihr Lust habt auf 2 ruhige Tage voller Achtsamkeit, Alltag und kleine Rituale, die mir helfen, gut ins Wochenende zu starten, dann bleibt gern dran und ganz viel Spaß mit dem Video. Wie jeden Tag klingelt auch am Freitag mein Wecker um 5:20 Uhr. Ich stehe auf, lüfte im Schlafzimmer und dann räume ich noch meine Decke weg, die ich am Abend zuvor auf dem Sofa liegen gelassen habe. Dann starte ich ganz normal in meine Morgenroutine. Auf der Terrasse gibt es ein paar einfache Gymnastikübungen und dann geht's ins Bad, um mich frisch zu machen. Bevor die Jungs aufstehen, bereite ich dann schon mal das Frühstück vor. Ich richte die Schulbrote, mache die Trinkflaschen zurecht, so wie ich es jeden Morgen mache. Ich genieße das, weil ich noch ganz genau weiß, wie es früher war, als meine Mama das für mich gemacht hat und wie das meine große Tochter schon geliebt hat, dass ich ihr die Brote gemacht habe. Das ist so eine kleine, stille Geste, aber für mich steckt da ganz viel Mama-Liebe dahinter. Wenn ich dann alles vorbereitet habe, dann setze ich mich erstmal für ein paar Minuten hin und trinke in Ruhe meinen ersten Kaffee. Ich lese ein paar Seiten in meinem Buch und schreibe in mein Bullet Journal. Außerdem notiere ich mir noch so einen kleinen Tagesplan, wo ich meine Termine festhalte und meine To-Do-Liste mache und einfach alles aufschreibe, was ich nicht vergessen darf. Das ist der Moment am Morgen, der ganz mir gehört, bevor der Tag so richtig losgeht. Während die Jungs dann frühstücken, sich anziehen und für die Schule fertig machen, mache ich schon mal die Betten. Gelüftet ist ja dann schon genug. Und wenn ich das fertig habe, dann fülle ich meinen Thermosbecher mit frischem Pfefferminztee und dann mache ich in der Küche noch ein bisschen klar Schiff. Ich wische den Tisch ab, räume die Spülmaschine ein, putze meine Brettchen und mein Holzbesteck sauber. Und dann bekommt Max natürlich auch noch sein Fressen.
Bevor ich aus dem Haus gehe, mache ich nämlich noch ein bisschen fresh und richte mich noch kurz im Bad und ich puste natürlich die Kerze aus, die ich morgens angezündet habe, damit sie nicht brennt, während ich weg bin und noch irgendwas passiert. Dann packe ich meine 7 Sachen und mache mich auf den Weg zum Ehrenamt. Ich schlüpfe dann in meine Lieblingsbarfußschuhe, meine Wildlinge. Die habe ich schon etliche Jahre und man sieht es ihnen ehrlich gesagt auch an. Die sehen schon ein bisschen verratzt aus, aber ich mag sie einfach. Genauso wie all meine anderen Barfußschuhe von Wildlinge, weil sie einfach leicht und bequem sind. Dann schwinge ich mich ins Auto und los geht's. Zweimal im Monat bin ich nämlich unterwegs für Foodsharing. Also ich hole jetzt nicht die Lebensmittel ab, sondern ich putze einen sogenannten Verteiler. Das ist ein kleines Häuschen bei uns ein paar Orte weiter mit einem Kühlschrank, Regalen und Boxen, wo gerettete Lebensmittel kostenlos zur Verfügung stehen. Also Essen, was sonst im Müll gelandet werde, kann dort einfach mitgenommen werden. Von allen, die es brauchen oder einfach verwenden möchten. Denn es geht ja darum, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Und damit alles schön hygienisch bleibt, muss dort jeden Tag sauber gemacht werden und ich bin eben mit dabei. Auf dem Rückweg vom Verteiler bin ich dann noch geschwind im Städtle vorbeigefahren, weil ich noch was erledigen musste. Ich war noch kurz im Biomarkt und habe dort ein paar Kleinigkeiten geholt und bin kurz im Baumarkt vorbeigefahren, weil ich dann noch ein Pflänzchen holen wollte. Ich versuche das immer zu bündeln, wenn ich sowieso eine Strecke mit dem Auto fahre, dass ich dann auch an den gleichen Tagen das erledige, was ich sowieso noch unterwegs erledigen muss. Nachdem ich dann alles ausgepackt habe, habe ich noch die Quittung bzw. die Ausgaben in mein Haushaltsbuch eingetragen. Das ist nichts Besonderes. Ich schreibe mir einfach immer nur auf, wofür ich so mein Geld ausgebe, dass ich den Überblick bewahre. Das ist alles. Und aus meinem Portemonnaie nehme ich immer noch das Kleingeld raus. Die 1 € und 2 € Stücke sammle ich extra, falls von den Kindern für die Schule mal jemand was braucht oder ich Parkgeld brauche. Oder ja, man irgendwie mal wechseln muss. Und die kleinen roten, die sammle ich einfach in meinem Sparschwein. Ich habe dann noch das gekaufte Pflänzchen in den Übertopf reingepackt, den ich vorher schön abgewaschen habe, weil der ein bisschen schmutzig drin war und habe das aufs Regal gestellt. Ja, an meiner Holzhand vergehen sich die Jungs immer und zeigen immer den Mittelfinger. Den muss ich jedes Mal neu richten. Und dann habe ich noch die Zeit genutzt bis zum Mittagessen und habe noch eine Dreiviertelstunde gearbeitet. Bevor ich mit dem Max Gassi gegangen bin, habe ich noch geschwind die Spülmaschine ausgeräumt, die ich morgens angeworfen hatte. Normalerweise machen wir das ja immer abends und räumen sie dann früh aus. Also mein Mann macht das abends, schaltet sie an und räumt sie dann früh aus, bevor er in die Arbeit geht. Aber er hatte das vergessen und deshalb habe ich das nachgeholt. Und dann habe ich geschwind das Mittagessen für die Jungs vorbereitet. Es gab einen Maultaschenauflauf, den mögen die beiden ganz gerne. Und den habe ich dann ins Ofenrohr geschoben und der hat dann vor sich hingebrutzelt, solange wie ich Gassi war.
Während die Kinder dann Mittag gegessen haben, hatte ich ein bisschen Zeit, weil ich normalerweise nie mittags mitesse. Ich frühstücke relativ spät und habe dann zu der Zeit, wenn die aus der Schule kommen, meistens noch gar keinen Hunger. Und da habe ich die Zeit genutzt und habe dann meinen Wasserkefir für die Zweitfermentation vorbereitet. Dafür habe ich einfach ein paar frische Erdbeeren aufgeschnitten, habe den dann umgefüllt und habe das Glas verschlossen. Das bleibt dann noch 2 Tage stehen und dann kann man den trinken. Und dann habe ich auch gleich wieder 'n neuen Wasserkefir angesetzt und die Reste von den Maultaschen, die habe ich dann auch abgefüllt, weil die Kinder nicht alles aufgegessen haben. Die gibt es dann entweder am nächsten Tag oder unser Großer isst das zwischendurch, denn der hat ständig Hunger und der kann öfters mal zwischendurch was vertragen. Ja, und ich habe dann noch die Küche aufgeräumt, weil ich das nicht leiden kann, wenn alles rumsteht. Bei mir muss das dann immer aufgeräumt werden und dann ist die Küche wieder ordentlich und ich kann in Ruhe die nächste Sache machen. Ja, und die nächste Sache war dann bei mir der Einkaufszettel und der Wochenplan für die nächste Woche. Wir gehen am Samstag einkaufen, also mein Mann geht in den Supermarkt und ich gehe auf den Wochenmarkt. Und da schreibe ich schon am Freitag immer alles auf, was wir brauchen und mache auch so einen ungefähren Plan, was es die Woche drauf dann zu essen geben soll. Und als ich dann damit fertig war, habe ich noch ein bisschen rumgekruschelt, habe noch was gelesen und dann war es auch schon Zeit fürs Abendessen. Mittagessen war ja leider nicht mehr viel übrig und mein Mann hätte die Maultaschen auch nicht gegessen, weil er auf Fleisch verzichtet. Deshalb habe ich für uns dann einen One-Pot-Nudeltopf aus Dinkel-Vollkornnudeln, ein bisschen Passata, Knoblauch, frischen und getrockneten Tomaten, etwas Wasser und ein paar Gewürzen gemacht. Ein Burrata kam dort auch noch rein und das geht mega schnell und schmeckt super lecker. Und den habe ich dann gekocht und die Jungs haben sich dann auch noch was davon genommen. Und während der Nudeltopf vor sich hingeköchelt hat, habe ich in der Zwischenzeit noch Parmesan zerkleinert. Ich kaufe das immer ganz gern am Stück und zerkleinere das dann im Thermomix, fülle das in ein Glas ab und dann kann man das schön frisch essen. Das schmeckt mir persönlich besser. Und ja, dann haben wir alle zusammen Abendbrot gegessen, haben dann noch die Küche aufgeräumt. Mein Mann war noch mit dem Hund Gassi und ich hatte mich an diesem Tag noch für einen Ölekurs, für einen Zoom-Ölekurs angemeldet. Und dafür bin ich dann in den Keller gegangen, weil ich da meine Ruhe hatte. Und den habe ich mir noch angeguckt. Und ganz Abend, als dann alle im Bett waren, habe ich mich noch aufs Sofa gelegt und ein bisschen in meinem Buch gelesen. Ja, und dann war der Freitag auch schon rum.
Den Samstag beginnen wir fast immer mit einem gemütlichen Frühstück. Während mein Mann mit dem Max erstmal eine Gassi-Runde dreht, bereite ich schon mal alles vor und dann sitzen meistens wir zwei Alten allein am Tisch, weil die Kinder am Wochenende öfters mal länger schlafen. Nur an dem Tag musste der Junior jetzt zeitig aufstehen, weil der ein Turnier hatte und relativ zeitig los musste. Aber wir genießen das Frühstück dann in aller Ruhe und besprechen meistens, was tagsüber so anliegt, was gemacht werden muss, wer wo irgendwo hin muss oder ob noch was zu erledigen ist. Und ja, dann räumen wir gemeinsam den Tisch ab und räumen die Spülmaschine ein und dann packen wir die Sachen zum Einkaufen. An dem Samstag musste mein Mann dann eher los, der hatte nämlich einen Friseurtermin und ist dann von dort anschließend gleich zum Einkaufen gegangen und hat dann vorher nochmal mit mir abgesprochen, dass auch alles wirklich benötigt wird, was auf dem Einkaufszettel steht. Bevor es für mich dann losging auf dem Wochenmarkt, habe ich noch geschwind den Sauerteig aus dem Kühlschrank geholt. Ich backe sonntags immer ein oder zwei Brote und mache dafür am Samstag schon den Vorteig. Und der Kleine hatte vergessen, seine Stollenschuhe zu putzen. Das musste er noch machen. Und dadurch war mal ein bisschen Zeitverzug. Und da mein Mann das Auto mit hatte, habe ich den dann kurzerhand ins Lastenrad vorne reingepackt, dass er pünktlich beim Treffpunkt ist und nicht zu spät kommt und die womöglich ohne ihn losfahren. Und deshalb hat man da ein bisschen Stress danach. Wir haben es aber Gott sei Dank noch pünktlich geschafft. Also er ist nicht zu spät gekommen, die haben ihn mitgenommen. Und ich bin dann direkt weitergeradelt zum Wochenmarkt, habe dort meine Einkäufe getätigt, am Obst- und Gemüsestand und bei der Eierfrau meine Eier geholt. Und dann bin ich wieder nach Hause geradelt und habe das ganze Zeug hochgeschafft und angefangen auszupacken. Ich kaufe immer relativ viele Eier, weil wir auch viel Eier essen. Zum einen als Spiegelei oder Rührei. Und sonntags gibt es bei uns auch immer gekochte Eier. Und dann kochen wir gleich ein paar Eier mehr, die wir dann im Kühlschrank lassen. Also hartgekochte Eier, die der Kleine dann mit in die Schule nimmt oder die wir uns in der Woche über in den Salat schnibbeln oder mal aufs Brot machen. Deshalb ist das gleich noch so ein bisschen Meal Prep und Essensvorbereitung. Dieses Mal habe ich dann noch mehr Eier mitgebracht, weil ich für den Kuchenbazar noch diese Woche einen Kuchen backen musste. Ja, mein Obst und Gemüse, das wasche ich immer in Natron. Vielleicht hat ja auch jemand mein Natron-Video gesehen. Ich kaufe zwar meistens Bio- und Demeter-Gemüse, aber nichtsdestotrotz wasche ich das nochmal, wenn ich es nach Hause bringe. Und dann habe ich noch kurzerhand meine Kühlschrankschubfächer ausgewischt und ausgewaschen, weil die schmutzig waren. Ja, und dann ganz zum Schluss habe ich meinen Salat geschleudert. Das mache ich auch jede Woche. Und wenn er schön trocken geschleudert ist, dann kommt er in Gläser rein und dann hält er sich ein paar Tage, bleibt schön lange frisch.
frischen Blaubeeren fürs Frühstücksmüsli und ein paar Kartoffeln habe ich dann auch noch gewaschen. Die Kartoffeln koche ich und dann lasse ich sie im Kühlschrank stehen. So hat man jederzeit die Möglichkeit, auch ein schnelles Essen zu zaubern, wie zum Beispiel Bratkartoffeln, ein Bauernfrühstück oder einen Kartoffelsalat kann man draus machen. Das ist ganz praktisch, wenn man sowas immer auf Vorrat im Kühlschrank hat und da hält sich ja ein paar Tage. Ich habe dann noch die Stühle hochgestellt im Esszimmer und im Wohnzimmer alles hochgeräumt und dann habe ich den James fahren lassen und in der Zeit bin ich dann erstmal mit dem Max eine schöne große Runde Gassi gegangen. Sodele, Samstagmittag, es muss so irgendwie um 13 Uhr rum sein. Der Max und ich, wir drehen gerade eine schöne große Gassi-Runde. Bei uns zu Hause sind alle ausgeflogen. Der Kleine ist ja seit heute Morgen um 9 Uhr auf dem Turnier und der wird nicht vor 15:30, 16 Uhr zu Hause sein. Mein Mann ist auch seit heute Morgen schon unterwegs. Er war erst beim Friseur, dann war er einkaufen, dann ist er nach Hause gekommen, hat das ganze Zeug ausgeladen und dann hat er sich den Großen geschnappt. Der hat nämlich jetzt um 13 Uhr einen Therapietermin und weil das Wetter so bombastisch ist, haben sie gesagt, die fahren die 15 oder 16 Kilometer bis zur Therapeutin mit dem Fahrrad. Dann sind die auch eine ganze Weile unterwegs. Und ja, wir genießen jetzt das schöne Wetter und drehen eine schöne Runde. Und wenn ich wieder zu Hause bin, dann kuschel ich auch noch ein bisschen rum. Habe noch so einiges zu erledigen, vorzubereiten. Aber erstmal muss ich mir was zum Essen machen. Ich habe so ein kleines Hüngerchen jetzt um die Mittagszeit. Als ich von meiner Gassi-Runde wieder zurückkam, war dann der James auch mit seiner Arbeit fertig und ich konnte die Stühle alle wieder runterstellen und alles an Ort und Stelle räumen. Außerdem war der Postbote da und hat mir ein Päckchen gebracht von einer lieben Followerin von Instagram. Ich hatte dort nämlich erzählt, dass ich für unseren Urlaub jetzt an Pfingsten gern ein Tischtennisset gekauft hätte, aber ehrlich gesagt keine Lust hatte, wieder was Neues zu kaufen. Denn ich bin der Meinung, irgendwo liegt sowas doch meistens rum und ich wollte da mal bei eBay Kleinanzeigen schauen. Und da hat sie mir geschrieben, dass sie noch ein nagelneues Set zu Hause liegen hat, das sie mir gern schicken würde. Und darüber habe ich mich riesig gefreut, weil für mich hat das auch ganz viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Nicht immer alles gleich neu zu kaufen, sondern erst mal zu schauen, ob es nicht schon irgendwo da ist. Und ja, meistens ist es das ja auch. Mein Mittagessen habe ich mir auf der Terrasse schmecken lassen. Es gab die Reste vom Vortag, da war noch ein bisschen was da. Das habe ich einfach mit ein bisschen Parmesan bestreut. Und dann habe ich mich draußen hingesetzt und habe das genossen. Vorher hatte ich noch den Kaffee umgefüllt. Yeah, der war im Angebot und mein Mann hatte welchen mitgebracht. Und ich fülle den dann immer gleich in Gläser ab. Das ist so eine Angewohnheit von mir. Ich finde, es sieht einfach ordentlicher aus und ich habe nicht so einen Haufen von den Beuteln rumstehen. Ja, und dann habe ich angefangen, mein Mehl zu mahlen. Also habe vorher das Getreide abgewogen, dann habe ich das Mehl gemahlen für meinen Sauerteig, Vorteig für das Brot, was ich dann am nächsten Tag gebacken habe, das Sonntagsbrot.
Und ich mache das immer so, wenn ich viel Mehl male und es staubt ja dann ein bisschen, dann lege ich einfach so ein Geschirrtuch drüber, dann verstaubt mein Abstellraum nicht ganz so schnell. Der Vorteig für meine 2 Brote war dann auch ziemlich schnell angerührt und ich mache das immer so, dass ich die Schüssel dann in so einen lebensmittelechten Gärsack reinpacke und mit einem Gummi verschließe und dann kommt der bei 28 Grad in meinen Dörrautomaten. Das ist nämlich genau die angenehmste und beste Temperatur, wo sich der Sauerteig so richtig schön entwickeln kann. Ich habe dann auch gleich noch meinen Sauerteigansatz gefüttert, damit er parat steht, wenn ich ihn das nächste Mal brauche. Und ich habe neue Sprossen angesetzt, das wollte ich nämlich auch noch machen. Das letzte Mal hatte ich Mungobohnen und diesmal habe ich Brokkolisamen genommen. Wir essen die Sprossen ganz gerne aufs Brot oder auch in den Salat, je nachdem, worauf wir Lust haben. In der Zwischenzeit waren dann auch meine Kartoffeln fertig, die ich gedämpft hatte und dann konnte ich die aufräumen und in den Kühlschrank stellen. Und dann kam der Kleinste nach Hause, der Junior, kam von seinem Spiel heim und war total happy, weil sie bei dem Turnier alle Spiele gewonnen hatten und da war natürlich der Tag gerettet. Am Nachmittag hatte ich noch ein bisschen Zeit, bevor mein Mann und der Große wieder daheim waren und habe mir geschwind noch einen neuen Glasreiniger angemischt, denn meiner war leer. Und dann habe ich noch ein bisschen gearbeitet, habe ein paar Kommentare beantwortet und als dann wieder alle zu Hause waren, haben wir den Rest des Nachmittags gemütlich auf der Terrasse verbracht, haben 'n Kaffee getrunken, ich habe noch ein bisschen gelesen. Mein Mann hat irgendwas rumgekruschelt, hat mit seinen Pflanzen da irgendwas gemacht und so ging dann der Nachmittag auch rum. Und für den Abend hatten sich die Jungs vorgenommen, zum Public Viewing zu gehen. Mein Mann ist dann mit dem Großen schon vorgegangen, der Kleine war noch mit einem Kumpel verabredet und den habe ich dann mit dem Fahrrad hin begleitet und bin dann wieder zurück, während die Männer Fußball geguckt haben, weil Fußball ist nicht so meins, dem kann ich leider nichts abgewinnen. Sodele, ich denke mal, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude daran, mich durch meinen Freitag und Samstag zu begleiten. Vielen Dank auch immer für all die lieben und wertschätzenden Kommentare, die ihr mir unter meinen Videos hinterlasst. Ich versuche wirklich jeden zu beantworten und lese alle. Ich sage jetzt mal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaut. Bis dahin, lasst euch gut gehen und tschüssi!